Am 22. Juni gibt es gleich mehrere Tage, die während der NS-Herrschaft vor allem im Krieg bedeutsam waren. So überfiel Deutschland vor 84 Jahren die Sowjetunion und Adolf Hitler eskalierte die Verfolgung politischer Gegner im Ausland mit dem Kommissarbefehl, der praktisch den Mord an Russen, Polen, Juden etc. nicht nur straffrei machte, sondern sogar befahl. Ein Jahr zuvor kapitulierte die französische Armee im Wald von Compiègne. Eine besondere Genugtuung für die Deutschen, denn genau dort hatte auch die deutsche Wehrmacht am 11. November 1918 die bedingungslose Kapitulation unterzeichnet. Aber aus aktuellem Anlass habe ich mich für das dritte Datum entschieden, der 22. Juni 1933 und das Verbot der SPD. Aktuell wird ja wieder viel über ein Verbot der Alternative für Deutschland diskutiert. Und es gab tatsächlich, was viele nicht wissen, bisher nur zwei Parteiverbote in der Bundesrepublik gegen eine kommunistische und eine neonazistische Partei. Also werde ich in diesem Video mal die Verbote der Nazis, die Anfang des Jahres 1933 praktisch alle Parteien in Deutschland verboten, natürlich mit der Ausnahme ihrer eigenen, der NSDAP, vergleichen mit den Ansprüchen an ein Parteienverbot in der Bundesrepublik. Denn wir hatten bisher mehrere Parteiverbotsversuche. Zwei davon, das der SRP und KPD, waren erfolgreich. Die anderen gegen die NPD, die rechtsextreme Nachfolgepartei der NSDAP, waren erfolglos. Fangen wir mit dem Jahr 1933 an, denn vor der SPD, die am 22. Juni 1933 verboten wurde, nutzten die Nazis den Reichstagsbrand Ende Februar 1933 für ein Verbot der KPD, ihre beiden Hauptgegner und stärkste Parteien im linken Lager. Die SPD und KPD hatten in der Weimarer Republik die größten Stimmenanteile und die SPD stellte den ersten Reichskanzler in der jungen deutschen Demokratie. Die Verordnung zum Schutz von Volk und Staat, auch Reichstagsbrandverordnung genannt, weil sie nur einen Tag nach dem Brand in Kraft trat, setzte alle wichtigen Grundrechte außer Kraft und verbot auch die KPD. Zwar fanden am 5. März 1933 noch Reichstagswahlen statt, aber zu dem Zeitpunkt saßen schon viele politische Gegner und Gegnerinnen in Schutzhaft. Eine Strafe, die mit der Reichstagsbrandverordnung eingeführt wurde und praktisch zu einer willkürlich verlängerbaren Haft in einem der Gestapo-Gefängnisse oder KZs genutzt wurde. Nach der Kommunistischen Partei wurden auch die Sozialdemokraten als staats- und volksfeindlich eingestuft. Der letzte Schritt war dann am 14. Juli 1933 das Verbot gegen die Neubildung von Parteien. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei war nun die einzige legale Partei in Deutschland und hatte sich mit dem Ermächtigungsgesetz vom 23. März 1933 praktisch unumschränkte Macht gesichert und das Parlament als Kontrollinstanz entmachtet. Soweit die Situation in der Nazidiktatur. In der Bundesrepublik ist es nicht ganz so einfach, Parteien zu verbieten. Hitler konnte das ja praktisch per Gesetz einfach so entscheiden. Zwar gibt es im Grundgesetz das Prinzip der wehrhaften Demokratie, aber das ist nicht so leicht in die Praxis umzusetzen. Artikel 21 des Grundgesetzes lässt nur einen Grund für ein Parteienverbot zu, und das ist die Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. So kann der Staat präventiv gegen Bedrohungen seiner Grundwerte vorgehen. Demgegenüber steht das sogenannte Parteienprivileg. Es unterscheidet politische Parteien von Vereinen, die ähnlich wie im Dritten Reich die Parteien mit einer administrativen Verfügung eines Bundes- oder Landesinnenministers verboten werden können. So geschehen bei einigen Salafistenvereinen und anderen muslimischen Vereinen, die als terroristische Vereinigungen eingestuft wurden. Aber ein Parteiverbot kann nur durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts erreicht werden. Diese besondere Hürde ist ein Zeichen für den besonderen Schutz, den politische Parteien in Deutschland genießen. Sie soll sicherstellen, dass Mehrheitsparteien ein Parteienverbot nicht dazu missbrauchen, um unliebsame politische Konkurrenz loszuwerden. Sie garantiert den Pluralismus verschiedener Meinungen und Meinungsvertretungen in unserer Demokratie. Die Anforderungen an ein Parteienverbot sind im Grundgesetz genau geregelt. So muss nachgewiesen werden, dass die Partei verfassungswidrig ist. Die Partei, Zitat, nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgeht, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden. Da die Meinungsfreiheit bei uns ein so hohes Gut ist, muss zudem festgestellt werden, dass die von einem Parteiverbot betroffene Partei diese verfassungsfeindliche Haltung nicht nur einfach nach außen verbreitet. Sie muss auch eine aktiv kämpferische, aggressive Haltung zeigen.
Das heißt, sie muss aktiv und planvoll darauf hinarbeiten, unsere Demokratie zu zerstören. Und dies muss vor dem Bundesverfassungsgericht nachgewiesen werden. So stellt das Grundgesetz sicher, dass nicht einfach unliebsame Meinungen zensiert werden, was die Alternative für Deutschland den Parteien ja gerne vorwirft, wenn sie auch nur darüber diskutieren, ein Verbotsverfahren auf den Weg zu bringen. In der jüngsten Rechtsprechung entwickelte das Bundesverfassungsgericht ein neues Kriterium, das zum Scheitern der NPD-Verbotsverfahren führte und auch ein AfD-Verbot erschweren würde: die Potentialität. Konkret bedeutet das, die zu verbietende Partei muss mit ihrem Handeln potenziell erfolgreich sein können bei der Beseitigung unserer Demokratie. Mit anderen Worten, ist die Partei zu bedeutungslos, was die NPD zur Zeit des Verbotsverfahrens war, um unsere Demokratie ernsthaft zu gefährden, kann sie nicht verboten werden. Wie sinnvoll dieses neue Kriterium ist, sei dahingestellt. Aber es muss bei einem neuen Verbotsantrag, der Aussicht auf Erfolg haben soll, mit berücksichtigt werden. Nun zu den Präzedenzfällen. Das erste Parteiverbot in der Bundesrepublik richtete sich gegen die Sozialistische Reichspartei, SRP. Sie wurde am 23. Oktober 1952 vom Bundesverfassungsgericht als verfassungsfeindliche Nachfolgeorganisation der NSDAP verboten. Die SRP hatte eine paramilitärische Ordnergruppe, die sogenannte Reichsfront, gegründet und bezeichnete Widerstandskämpfer als Landesverräter. Im Urteil wurde festgestellt, dass die SRP offen Bezug auf die NSDAP nahm. Sie pflegte außerdem Kontakte zu ehemaligen Nationalsozialisten und versuchte, diese aktiv in politische Positionen zu bringen. Nur 4 Jahre später, am 17. August 1956, folgte das Verbot der Kommunistischen Partei Deutschlands. Die Begründung stützte sich auf ihre aktiv kämpferische, aggressive Haltung gegen das politische System der Bundesrepublik. Die KPD arbeite planvoll an der Beseitigung der bestehenden Ordnung. Sie bekämpfe die Bundesrepublik von Anfang an und hatte im Parlamentarischen Rat gegen das Grundgesetz gestimmt. Im Gegensatz zu den später gescheiterten Verfahren gegen die NPD stellte das Bundesverfassungsgericht in diesem Urteil explizit fest, dass es auf die geringen Erfolgsaussichten der KPD-Ziele nicht ankomme. Die Partei könne auch dann verfassungswidrig sein, wenn keine Aussicht darauf bestehe, dass sie ihre verfassungsfeindlichen Ziele in absehbarer Zukunft verwirklichen könne. Diese kompromisslose Auslegung des Grundgesetzes spiegelt die Angst der unmittelbaren Nachkriegszeit. 1956 war der Krieg gerade einmal 11 Jahre her. Einen erneuten Aufstieg totalitärer Systeme in Deutschland um jeden Preis zu verhindern. Die Situation in der DDR, die zeitgleich mit der BRD gegründet wurde, mag auch eine Rolle gespielt haben, denn hier wurde eine Einparteiendiktatur im ähnlichen Maß wie im Dritten Reich realisiert, die willkürlich Menschen verhaften konnte und politisch Andersdenkende verfolgte. Deswegen wurde im Falle der KPD entschieden, dass ihre bloße Existenz und ihr aggressive Streben danach, das jetzige politische System der Bundesrepublik zu ersetzen, als ausreichend befunden, unabhängig davon, ob sie dieses Ziel tatsächlich realisieren konnte. Was waren die Folgen der beiden Parteienverbote für die SRP und die KPD? Die beiden Parteien wurden zwangsaufgelöst, sofern sie in Parlamenten, also im Bundestag, im Landtag oder auf niederen kommunalen Ebenen vertreten waren, wurden ihren Politikern und Politikerinnen die Mandate entzogen. Parteibüros wurden geschlossen und das Parteivermögen wurde zugunsten des Staates eingezogen. Die Gründung von Ersatzorganisationen, was besonders die SRP versuchte, war ebenso verboten und es wurden zahlreiche Verfahren gegen Parteimitglieder eingeleitet. Die beiden gescheiterten Verfahren gegen die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) 2003 und 2017 legten die Hürden für ein Parteiverbot erheblich höher als in den 50er Jahren. Das erste Verfahren 2001 bis 2003 scheiterte noch, bevor das Bundesverfassungsgericht den Verbotsantrag inhaltlich prüfen konnte. Hauptgrund war der massive Einsatz von V-Männern, also Vertrauenspersonen des Verfassungsschutzes innerhalb der Führungsgremien der NPD, die den Verfassungsbehörden über die Vorgänge innerhalb der Partei berichteten. Den Informanten fehle eine Staatsferne und die durch sie gewonnenen Beweise dürften nicht für den Verbotsantrag verwendet werden. Mit dem Grundsatz der Staatsferne wird sichergestellt, dass der Staat und seine Verfassungsschützer keine Beweise konstruieren oder die Akteure der Partei beeinflussen oder sogar steuern, um verfassungsfeindliche Tendenzen feststellen zu können. Demnach müssen die verfassungsfeindlichen Bestrebungen von der Partei selbst, ohne Mithilfe von V-Männern des Verfassungsschutzes, ausgehen.
2013 gab es einen erneuten Versuch, die rechtsextreme NPD zu verbieten, nach dem Bekanntwerden der NSU-Morde. Es wurde eine beispiellose Mordserie von rechtsextremen Terroristen, die sich nationalsozialistischer Untergrund nannten, aufgedeckt, die zwar nicht direkt in Verbindung zur Partei NPD standen, aber den Blick noch einmal auf rechtsextremen Terror und seine Akteure lenkten. Wieder stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass NPD-Anhänger und Politiker der Partei die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnten und ihre Beseitigung anstrebten. Allerdings wäre die NPD zu unbedeutend, um die Demokratie ernsthaft in Gefahr bringen zu können. Damals war die NPD in keinem Landtag vertreten und hatte auch keinen nennenswerten Einfluss auf die Gesellschaft in der Bundesrepublik. Ein Verbot der NPD sei demnach nur gerechtfertigt, wenn diese eine reale Möglichkeit hätte, jetzt oder in Zukunft ihre verfassungsfeindlichen Ziele durchzusetzen. Damit ist die Messlatte für ein Parteienverbot deutlich höher geworden als in den 50er Jahren, wovon nicht nur die NPD, die sich heute die Heimat nennt, profitiert, sondern auch die Alternative für Deutschland. Ihr habt sicher mitbekommen, dass die AfD vom Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde, wie auch mehrere Landesverbände und die Jugendorganisation Junge Alternative. Leider macht diese Einstufung ein Verbot nicht leichter. Denn für die Einstufung der Behörde gelten niedrigere Anforderungen als für das Parteienverbot durch das Bundesverfassungsgericht. Hier reichen tatsächliche Anhaltspunkte, also die gesammelten Informationen über die Partei und ihre Politikerinnen und Politiker sowie ihrer Anhängerschaft aus. Für ein Parteienverbot müssen noch ein aktiv kämpferisches Vorgehen, planvolles Handeln, ein strategisches Konzept und ein hohes Potenzial, ihre Ziele auch umsetzen zu können, hinzutreten. Einzelne verfassungsfeindliche Aktionen von Parteianhängerinnen oder einzelnen Politikerinnen der Partei reichen hier nicht aus. Die Gesamttendenz der Partei zählt. Und die AfD macht es dem Verfassungsschutz nicht so leicht und legt ein verfassungswidriges Parteiprogramm vor, das man in diesem Fall als Beweis vorzeigen könnte. Stattdessen muss in mühseliger Kleinarbeit mit Äußerungen von Parteimitgliedern in Reden, Social-Media-Beiträgen und Interviews bewiesen werden, dass die gesamte Partei sich strategisch und planvoll gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung verschworen hat. Deswegen ist das Gutachten auch über 1000 Seiten stark. Könnte die Verfassungsfeindlichkeit nachgewiesen werden, gäbe es im Gegensatz zum Verbot der NPD wohl keine weitere Hürde mit dem zweiten Kriterium der Potentialität. Die Alternative für Deutschland ist im Europaparlament vertreten. Sie hat in vielen Landtagswahlen im Osten der Republik die Wahlen gewonnen und ist zweitstärkste Kraft im Bund. In einigen Bundesländern verfügt die Partei sogar über ein Vetorecht, die sogenannte Sperrminorität, und kann Entscheidungen blockieren, was ihr jetzt schon erhebliche Macht gibt, wie auch die Rolle der stärksten Oppositionspartei im Bundestag. Leider ist ein Verbotsantrag nicht von heute auf morgen umsetzbar. Anders als in der Nazidiktatur und in der DDR ist ein Verbotsverfahren ein komplexer und langwieriger Prozess, der in mehreren Stufen abläuft. Es kann also sein, dass selbst wenn sich die Parteien heute zu einem Verbotsantrag entschließen, das Urteil bis zur nächsten Bundestagswahl noch nicht vorliegt. Doch wie läuft das Verfahren eigentlich ab? 3 Verfassungsorgane, die Bundesregierung, der Bundestag und der Bundesrat, sind dazu berechtigt, einen Verbotsantrag zu stellen. Allerdings erfordert der Antrag eine breite politische Unterstützung, denn nur ein Mehrheitsbeschluss einer der 3 Verfassungsorgane kann den Prozess anstoßen. Wie bei allen Verfahren vor Gericht ist die Beweisführung von besonderer Bedeutung. Und was beim ersten gescheiterten NPD-Verbotsverfahren galt, ist auch hier zu beachten. Beweise von Vertrauensleuten des Verfassungsschutzes sind nicht zulässig. Deswegen müssen staatsfeindliche Bestrebungen durch Zeugnisse wie Reden, Beiträge auf Social Media und Ähnliches gerichtsfest bewiesen werden. Und das ist keine einfache Aufgabe, auch wenn manche Äußerungen von Björn Höcke und Co. es einfach erscheinen lassen. Nach der Antragstellung führt das Bundesverfassungsgericht ein Vorverfahren durch. Hier wird erst einmal die Zulässigkeit und Begründung des Antrags geprüft. Der erste NPD-Antrag war an dieser Vorprüfung wegen der mangelnden Beweise, abgesehen von den Informationen der V-Leute, gescheitert. Schließlich muss eine Zweidrittelmehrheit der Richter des Bundesverfassungsgerichts, also 6 von 8 Richtern, dem Verbotsantrag zustimmen. Ihr seht, es ist nicht so einfach, eine Partei in Deutschland zu verbieten, selbst wenn der Verfassungsschutz sie als erwiesen rechtsextrem einstuft.
Das ist aber auch richtig, denn nur so wird sichergestellt, dass ein Parteiverbot nicht missbraucht wird, um unliebsame, vielleicht erfolgreichere Parteien loszuwerden. Etwas, was die AfD nur zu gerne unseren demokratischen Parteien unterstellt. Es gibt unter Politikern und Juristen sowohl Befürworter als auch Gegner. Ich will hier jetzt nicht alle Argumente aufzählen und gegeneinander abwägen. Die wichtigsten Argumente sind, dass mit einem Verbot der AfD der Partei die Mittel entzogen werden, Hass und Hetze zu verbreiten und eine Gefahr für die Demokratie beseitigt würde. Gegnerinnen betonen die Gefahr eines Scheiterns, wie beim NPD-Verfahren, und weisen auf den Schaden hin, den ein solcher Ausgang für die demokratischen Institutionen bedeuten würde. Es wäre ein Geschenk für die Alternative für Deutschland, die sich fortan noch in der Märtyrerrolle gefallen würde und ihre politische Verfolgung anprangern würde. Außerdem wäre durch ein Verbot das rassistische Gedankengut und Wählerpotenzial der AfD nicht über Nacht verschwunden. Schließlich gab es auch nach dem Verbot der SRP neonazistische Bestrebungen und die NPD, heute die Heimat, trat in die Lücke ein. Demnach besteht nach wie vor das Risiko einer Radikalisierung und Neuformierung der Anhängerinnen in einer neuen Partei. Deshalb ist ein Parteiverbot nur als Instrument für den äußersten Notfall anzusehen, wenn alle anderen Mittel zur Verteidigung der Demokratie gescheitert bzw. ausgeschöpft sind. So könnte im Falle der AfD auch über einen Entzug der staatlichen Parteienfinanzierung nachgedacht werden. Die NPD-Nachfolgepartei Die Heimat wurde zum Beispiel 2024 für 6 Jahre von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen. Begründung: Sie verfolge planvoll das Ziel, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland zu beseitigen. Außerdem ist es immer besser, den Gegner politisch zu stellen. Schließlich gibt es genug Argumente, unserer heutigen Bundesrepublik einer Nazidiktatur oder DDR 2.0 vorzuziehen. Wie ist eure Meinung? Seid ihr eher für oder gegen ein Verbot und warum? Schreibt es gerne in die Kommentare.